Dialog 1. Ein Problem mit der Heizung. Hallo Dennis, hast du kurz Zeit? Ich wollte dich etwas fragen. Ja, klar. Was ist los? Bei mir in der Wohnung stimmt etwas mit der Heizung nicht. Im Wohnzimmer ist es seit gestern richtig kalt, obwohl ich sie aufgedreht habe. Funktioniert sie gar nicht? Nicht richtig, sie wird nur ganz leicht warm, aber nicht so wie sonst. Im Schlafzimmer ist alles normal, nur im Wohnzimmer nicht. Hast du schon den Vermieter informiert? Noch nicht. Ich wollte erst mal schauen, ob es vielleicht nur ein kleines Problem ist. Ja, verstehe ich. Manchmal liegt es ja wirklich nur an einer Kleinigkeit. Genau. Also ich habe auch schon versucht, das Thermostat höher zu stellen, aber es hat nichts gebracht. Und seit wann ist das so? Eigentlich schon seit gestern Abend. Erst dachte ich, die Wohnung sei nur noch nicht richtig warm, aber heute Morgen war es genauso. Das ist natürlich blöd, vor allem jetzt, wo es draußen wieder kälter geworden ist. Ja, eben. Heute früh habe ich sogar mit Pullover gefrühstückt, weil es im Wohnzimmer so unangenehm war. Das klingt nicht gut. Ich frage mich jetzt, ob ich sofort schreiben soll oder ob ich bis morgen warten soll. Ich würde nicht zu lange warten. Wenn du heute schon merkst, dass es nicht besser wird, dann ist es besser, gleich Bescheid zu sagen. Wahrscheinlich hast du recht. Vor allem, wenn der Vermieter oder die Hausverwaltung später sagt, warum haben Sie sich nicht früher gemeldet? Ja, das stimmt. Genau das will ich vermeiden. Hast du denn bei dir im Haus vielleicht schon mal gehört, dass andere Nachbarn ähnliche Probleme haben? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur gestern Frau Keller im Treppenhaus getroffen und sie meinte, bei ihr sei alles in Ordnung. Dann ist es vielleicht wirklich nur bei dir in der Wohnung. Ja. Hm. Was? Ich überlege nur, ob die Heizung vielleicht entlüftet werden muss. Das habe ich auch kurz gedacht. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie das geht. Ich auch nicht richtig. Ich habe das einmal gesehen, aber selbst gemacht habe ich es noch nie. Ja. Und bevor ich da irgendetwas falsch mache, frage ich lieber nach. Das ist wahrscheinlich besser. Was würdest du denn schreiben? Etwas Kurzes und Sachliches. Zum Beispiel: Seit gestern wird die Heizung im Wohnzimmer trotz normaler Einstellungen nicht richtig warm. Ich bitte um eine kurze Rückmeldung. Ja, das klingt gut. Mehr musst du am Anfang gar nicht schreiben. Stimmt. Ich neige bei solchen Nachrichten immer dazu, viel zu erklären. Ja, das macht die Sache meistens nicht besser. Ich weiß. Aber ich will immer freundlich klingen und gleichzeitig deutlich machen, dass es nicht nur eine Kleinigkeit ist. Das verstehe ich, aber der Satz reicht eigentlich schon. Ja, vielleicht schreibe ich noch dazu, dass die anderen Heizungen normal funktionieren. Das ist gut. Dann wissen sie gleich, dass es kein generelles Problem im Haus ist. Stimmt. Und wenn heute niemand antwortet, kannst du morgen nochmal anrufen. Ja, das mache ich dann. Ist dein Vermieter eigentlich jemand, der schnell reagiert? Mal so, mal so. Bei kleinen Sachen dauert es oft länger. Aber als letztes Jahr bei mir das Wasser im Bad nicht richtig ablief, hat er relativ schnell geantwortet. Dann gibt es ja Hoffnung. Hoffentlich. Ich habe einfach keine Lust, tagelang in einer kalten Wohnung zu sitzen. Verständlich. Vor allem arbeite ich morgen und übermorgen von zu Hause. Dann sitze ich den ganzen Tag dort. Ja, dann solltest du wirklich heute schon schreiben. Mache ich auch. Und wenn du willst, kann ich später nochmal kurz deine Nachricht lesen, bevor du sie abschickst. Wirklich? Ja, klar. Das wäre gut. Ich weiß, das klingt vielleicht albern, aber ich werde bei solchen Sachen immer sofort unsicher. Das ist nicht albern. Viele Leute sind bei Nachrichten an Vermieter unsicher. Ja, weil man nicht unhöflich wirken will, aber auch nicht zu passiv. Genau. Weißt du, was mich am meisten nervt? Was denn? Dass solche Dinge immer genau dann passieren, wenn man eigentlich einen ruhigen Abend haben möchte. Ich kam nach Hause, wollte mich entspannen und plötzlich merke ich, es ist kalt, obwohl die Heizung läuft. Ja, solche Sachen kommen nie zu einem guten Zeitpunkt. Leider nicht.
Na gut, dann machen wir es jetzt praktisch. Schreib die Nachricht, schick sie ab, und dann wartest du erstmal ab. Ja, Und wenn bis morgen keine Reaktion kommt, rufst du an. genau. Gut, Danke, dass ich kurz mit dir darüber reden konnte. Jetzt wirkt es schon etwas weniger nervig. gern. Manchmal hilft es schon, wenn man einen klaren Plan hat. Ja, das stimmt. Dann schreibe ich jetzt. Sehr gut. Und hoffentlich ist das Problem schnell gelöst. Das hoffe ich auch. Dialog 2. Zu spät zur Verabredung. Hallo Tom, ich bin gleich da. Es tut mir wirklich leid. Alles gut, aber ich war schon kurz davor, dir nochmal zu schreiben. Ja, ich weiß, ich bin viel später losgekommen als geplant. Was ist passiert? Eigentlich mehrere kleine Dinge auf einmal. Erst habe ich zu Hause meine Schlüssel nicht gefunden, dann kam der Bus zu spät und danach stand die Bahn auch noch ein paar Minuten. Also der ganz normale Alltagswahnsinn. Genau. Und das Schlimmste ist, ich dachte die ganze Zeit, ich schaffe es trotzdem noch fast pünktlich. Ja, das denkt man am Anfang immer. Eben. Erst als ich an der Haltestelle stand, habe ich gemerkt, dass das heute nichts mehr wird. Wie spät bist du ungefähr? 10 Minuten vielleicht, höchstens 15. Okay, das ist noch in Ordnung. Danke, dass du das so ruhig sagst. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Wirklich? Ja, total. Ich finde das unangenehm, vor allem wenn der andere schon wartet. Ja, kann ich verstehen, aber bei dir ist das ja nicht ständig so. Nein, zum Glück nicht. Genau deshalb ärgert es mich heute so. Was? Ich glaube, du machst dir gerade mehr Stress als nötig. Vielleicht. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich das Gefühl habe, unzuverlässig zu wirken. Nur weil du einmal ein paar Minuten später kommst, wirkst du doch nicht gleich unzuverlässig. Ja, rational weiß ich das auch. Aber in meinem Kopf fühlt es sich trotzdem so an. Wo bist du gerade? Noch 2 Stationen entfernt. Dann ist ja wirklich nicht mehr weit. Nein. Ich sitze übrigens schon im Café. Oh nein, wirklich? Ja, ich habe schon einen Tisch bekommen. Das macht es nicht besser. Warum? Weil ich mir jetzt sofort vorstelle, wie du allein am Tisch sitzt und denkst, typisch. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe einen Kaffee bestellt und schaue gerade aus dem Fenster. Okay, gut. Und ehrlich gesagt finde ich es ganz angenehm, mal 5 Minuten nichts zu tun. Du bist wirklich entspannter als ich. In dieser Situation vielleicht, ja. Ich hatte mich wirklich beeilt. Als ich die Schlüssel endlich gefunden hatte, bin ich fast aus der Wohnung gerannt. Wo waren Sie denn? In meiner Jackentasche. Natürlich in der Jacke, die ich heute gar nicht anziehen wollte. Klassiker. Ja. Und ich habe vorher schon überall gesucht. Auf dem Tisch, in der Tasche, in der Küche. Nur natürlich nicht dort, wo sie am Ende waren. So etwas passiert mir auch ständig. Ja, aber heute hätte ich das wirklich nicht gebraucht. Verstehe ich. Weißt du, was das Problem war? Was denn? Ich hatte den Nachmittag zu voll geplant. Erst noch schnell einkaufen, dann kurz telefonieren, dann mich umziehen und dann los. Und am Ende war alles zeitlich viel knapper als gedacht. Ja, das klingt nach einem sehr optimistischen Plan. Genau, in meinem Kopf hatte ich für alles genug Zeit, in der Realität natürlich nicht. Vielleicht ist das die eigentliche Ursache und nicht der Bus. Wahrscheinlich. Kommt dir bekannt vor? Leider ja, ich plane oft so, als würde jeder Schritt perfekt funktionieren. Und das tut er selten. Sehr selten. Dann weißt du wenigstens, woran es liegt? Ja. Trotzdem möchte ich jetzt einfach nur endlich ankommen. Du bist gleich da. Ja, Und falls es dich beruhigt, ich bin wirklich nicht sauer. das beruhigt mich tatsächlich. Gut, Ich glaube, ich sehe das Café schon. perfekt. Ich sitze hinten am Fenster. Okay, Und Elisa, ja, komm bitte nicht völlig gestresst rein und entschuldige dich 5-mal. zu spät. Das hatte ich schon fest vor. Lass es einfach. Setz dich hin, atme kurz durch und dann reden wir normal weiter. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, Danke, dass du so entspannt bleibst. gern. Dafür kannst du mir nachher erzählen, warum dein Zeitgefühl heute wieder so optimistisch war. Sehr lustig. Ich freue mich schon auf die Geschichte. Du bekommst sie? Ich bin in 1 Minute da. Gut, dann bis gleich. Bis gleich.
Dialog 3. Zu viele Sachen auf einmal erledigen. Ich weiß wirklich nicht, warum ich immer denke, ich könnte an einem Nachmittag 10 Dinge erledigen. Was ist los? Klingt, als wäre dein Tag nicht ganz nach Plan gelaufen. Überhaupt nicht. Ich wollte heute nach der Arbeit nur schnell 3 oder 4 Sachen erledigen und am Ende hat nichts so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Was wolltest du denn alles machen? Erst zur Post, dann in die Apotheke, danach kurz in den Supermarkt und dann noch zu Hause die Wäsche anstellen. Das klingt jetzt noch nicht nach 10 Dingen. Ja, aber dann kamen noch 2 spontane Sachen dazu. Ich musste plötzlich meiner Schwester etwas ausdrucken und meine Mutter hat mich angerufen, ob ich ihr noch etwas aus der Drogerie mitbringen kann. Ah, okay. Dann wurde es doch etwas mehr. Ja, und natürlich habe ich trotzdem gedacht, das schaffe ich locker. Und dann? Dann war ich zuerst bei der Post und dort war eine riesige Schlange. Natürlich. Genau. Ich stand fast 20 Minuten dort, nur um ein Paket abzugeben. Danach war ich schon innerlich genervt. Verständlich. Dann bin ich zur Apotheke gegangen und dort hatten sie genau das Medikament nicht, das ich brauchte. Oh nein. Doch, sie meinten, es kommt erst morgen wieder. Also musste ich umsonst hin. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, und danach war ich schon so im Stress, dass ich im Supermarkt die Hälfte vergessen habe. Was denn? Das Wichtigste, Waschmittel. Das ist ungünstig, wenn du zu Hause noch Wäsche machen wolltest. Ja, eben, ich habe erst in der Wohnung gemerkt, dass es fehlt. Was? Ich glaube, du bist einfach mit zu vielen offenen Punkten im Kopf losgegangen. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte keine richtige Liste, sondern nur dieses Gefühl. Ich denke schon an alles. Das ist oft der Anfang vom Chaos. Ja. Und dann ruft meine Mutter unterwegs an und sagt noch, wenn du sowieso unterwegs bist, könntest du vielleicht noch. Klassiker. Genau. Ich konnte natürlich schlecht Nein sagen, Warum eigentlich nicht? weil es nur eine Kleinigkeit war. Ja, aber 5 kleine Kleinigkeiten sind irgendwann keine Kleinigkeit mehr. Ja, da hast du recht. Hast du denn am Ende wenigstens irgendetwas geschafft? Ja, das Paket ist weg, ein Teil vom Einkauf ist erledigt und meiner Schwester habe ich den Ausdruck auch gegeben. Aber ich bin trotzdem unzufrieden, weil alles so chaotisch war. Verstehe ich. Ich mag dieses Gefühl nicht, dass man die ganze Zeit nur reagiert und von einem Punkt zum nächsten rennt. Ja, Und das Schlimmste ist, ich mache das nicht zum ersten Mal. das glaube ich sofort. Danke. Gern. Nein, ehrlich, ich weiß das ja selbst. Ich plane oft zu knapp und denke immer, dass alles ganz schnell geht. Dabei dauert fast alles länger, als man denkt. Genau. Vor allem, wenn andere Menschen beteiligt sind. Post, Apotheke, Supermarkt, irgendwo wartet man immer. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen einem Plan im Kopf und dem echten Alltag. Und am Ende bin ich dann genervt von mir selbst. Vielleicht solltest du dir einfach weniger für einen Tag vornehmen. Ja, das klingt logisch, aber in dem Moment denke ich immer, wenn ich schon draußen bin, kann ich auch gleich noch das mit erledigen. Ja, genau dieser Gedanke ist wahrscheinlich das Problem. Stimmt. Vielleicht musst du dir vorher klarer sagen, heute nur die Post und die Apotheke, alles andere ein anderes Mal. Ja, oder wenigstens eine Liste schreiben und nach Wichtigkeit sortieren. Das wäre auch gut. Ich merke gerade, dass ich oft nicht einmal entscheide, was wirklich dringend ist. Ich versuche einfach alles zu schaffen. Ja, und dann fühlt sich am Ende alles gleich wichtig an. Genau. Hattest du denn nach der Arbeit überhaupt noch genug Energie dafür? Eigentlich nicht. Ich war schon müde, als ich losgegangen bin. Dann ist es noch verständlicher. Wenn man müde ist, plant man schlechter und vergisst schneller etwas. Ja, Und wie geht es jetzt weiter? morgen muss ich nochmal los. Wegen der Apotheke und dem Waschmittel? Genau. Dann mach es diesmal langsamer.
Ja, ich schreibe mir heute Abend eine richtige Liste und ich nehme nur die Dinge darauf, die morgen wirklich sein müssen. Sehr gut. Und wenn meine Mutter oder jemand anderes wieder spontan etwas braucht, sage ich einfach, heute schaffe ich es leider nicht mehr. Das wäre ein Fortschritt. Ja, für mich schon. Weißt du, was gut ist? Was denn? Dass du wenigstens merkst, wie dein Muster aussieht. Welches Muster? Zu viel auf einmal, zu wenig Zeit, keine klare Reihenfolge und dann Ärger. Ah, dieses Muster. Ja, das kenne ich leider gut. Wenn man das merkt, kann man wenigstens etwas daran ändern. Hoffentlich. Bestimmt. Nicht sofort perfekt, aber Schritt für Schritt. Das klingt vernünftig. Ich bin heute allgemein sehr vernünftig. Offenbar. Dann nutzt das aus und hör auf meinen Rat. Ich versuche es. Mehr kann man am Anfang sowieso nicht machen. Stimmt. Danke jedenfalls, dass ich kurz jammern durfte. Immer gern. Jetzt fühle ich mich schon etwas weniger chaotisch. Sehr gut. Dann war das Gespräch ja nicht umsonst. Nein. Und morgen mache ich es wirklich besser. Ich glaube dir fast.